Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es um mein Review der Mixsider E9 Bluetooth Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling und diese Kopfhörer wurden mir von der Firma Mixsider kostenlos zur Verfügung gestellt, aber meine Meinung bleibt natürlich 100% meine eigene, also bleibt dran und viel Spaß. Falls du dich dafür entscheiden solltest, die E9 zu kaufen, kannst du mit einem ordentlichen Lieferumfang rechnen. Für den Preis hat man meiner Meinung nach überraschend viel im Lieferumfang und ich finde den echt mehr als in Ordnung. Geliefert wird einmal ein praktisches Hartschalen-Case mit den Kopfhörern, ein 3,5 mm Audiokabel, das Ladekabel und ein Flugzeugadapter. Und da hat mich letztens im Unboxing jemand schon gefragt, was ist eigentlich ein Flugzeugadapter? Wenn ihr mal auf Reisen drauf achtet, in größeren Passagiermaschinen, habt ihr dann immer die Möglichkeit, auch Kopfhörer einzustecken in diesem Multimedia-System. Und das sind meistens immer so zwei Pins, so zwei 3,5 mm Adapter Eingänge und die Fluggesellschaften geben euch dann immer so schrottige Kopfhörer und die könnt ihr echt in die Tonne klopfen, weil damit hört ihr überhaupt nichts, wenn das Flugzeug einmal startet. Und ja, wenn ihr da so einen eigenen Flugzeugadapter dabei habt, da ist es super praktisch, da könnt ihr eure eigenen Noise-Canceling-Kopfhörer nutzen und so habt ihr dann den vollen Genuss des Multimedia-Centers. In Sachen Design gehen die Mixsider E9 ganz eigene Wege. Das ist mal eine erfrischende Abwechslung zu vielen Budget-Kopfhörern in diesem Preissegment, die da immer so ein bisschen wie Kopien von Beats, Bose oder Sony aussehen. Und das finde ich echt gut, dass hier mal auf ein eigenes Design gesetzt wurde, das mal ein bisschen anders aussieht. Die Kopfhörer sind robust verarbeitet und wirken so, als ob sie ein oder mehrere Stürze verkraften könnten. Der Look der Ohrmuscheln außen erinnert mich so ein bisschen an Vinylplatten und das hat so eine coole Reflexion. Das ist so ein Designaspekt, der mir echt gut gefällt. Wobei die Kopfhörer für meinen Geschmack trotzdem ein wenig cleaner und kompakter sein dürften. Die großen Tasten erinnern mich nämlich eher an diese alten Senioren-Smartphones. Kennt ihr die? Da finde ich das schon ein bisschen unpassend und nicht so clean vom Design her. Die Position der Power-Taste, die gleichzeitig auch Play und Pause ist ein wenig unglücklich gewählt und ist ein bisschen ungewohnt, dass man so quasi nach vorne greifen muss. Und das ist aber trotzdem etwas, woran man sich mit der Zeit dran sicherlich gewöhnen kann. Ich kenne das aber eher, dass das direkt unterhalb der Ohrmuschel ist und es ist eine natürlichere Position, finde ich meiner Meinung nach ein bisschen klarer und besser, aber muss man auch mit umgehen können. Die Funktion der jeweiligen Tasten ist ähnlich wie bei den meisten dieser Kopfhörer in dieser Preisklasse. Plus- und Minus-Taste werden gleichzeitig auch als Vor- und Zurück-Taste benutzt. Die Power-Taste kann man leider hier nicht lange drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren. Das geht leider nicht. Auf der linken Seite haben wir dementsprechend auch den Schalter für das ANC. Die Geräuschunterdrückung funktioniert auch ohne, dass man die E9 einschalten muss. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich habe, weil ich vergesse es oft, die Noise-Canceling-Funktion auch wieder auszuschalten. Und die E9 haben eine super Akkulaufzeit, also wenn man ohne Noise-Canceling das Ganze nutzt, kriegt man die echt kaum tot. Aber wenn man das Noise-Canceling mal vergessen hat, dann sind sie ganz schnell leer und das zieht halt trotzdem dann Energie. Und da habe ich mich in mehreren Situationen schon geärgert und nutze die Noise-Canceling-Funktion jetzt persönlich auch überhaupt nicht mehr. Die ist zwar sehr gut, aber sie ist viel lauter als bei der Konkurrenz. Und ihr kennt das, wenn man Noise Cancelling aktiviert, hat man da so eine Art weißes Rauschen, was man hört. Und das ist bei den E9 sehr prägnant und stört mich eher. Und dazu kommt auch noch, dass ich ein bisschen Probleme mit dem Noise Cancelling habe. Ich finde, das ist sehr aggressiv, also ich habe da so ein paar Interferenzprobleme, wenn ich die auf dem Kopf habe und das Noise Cancelling aktiv habe. Nach 2 Wochen Nutzung ist mir so aufgefallen, wenn ich so ein bisschen meinen Kopf wackel, hört man da, dass das Noise Cancelling sehr stark dagegen arbeitet und versucht, dieses Wackeln
arbeiten und das hat mir auch so ein paar Probleme gebracht und das ist auch mit ein Grund, warum ich beim Unboxing so ein Problem hatte. Jetzt ein bisschen... Upsala, was war das denn für ein Sound? Die unter euch, die das Unboxing gesehen haben, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich da so ein bisschen verstört war, weil da so ein Sound plötzlich kam und das ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen mit den E9. Das ist ein großer Kritikpunkt, der bei den Tautronix nicht so vorgekommen ist und das solltet ihr wissen, wenn ihr die Kopfhörer kauft. Kann auch sein, dass es an meinem Modell gelegen hat, dass die Treiber da irgendwie locker drin sitzen oder so, aber ich kann mir das so nicht direkt erklären. Zum Thema Soundqualität muss ich sagen, die E9 sind vollkommen in Ordnung. Die Soundqualität ist ein bisschen anders, wenn man das Noise Cancelling mit aktiviert, aber nichtsdestotrotz, ich hatte keine Probleme beim Musikhören, beim Hören von Podcasts und war echt zufrieden mit der Soundqualität. Die Bequemlichkeit der Kopfhörer ist nicht so wie bei den Tautronix. Die finde ich für meinen Kopf und meine Ohrform schon ordentlich bequemer und da muss ich auch sagen, für all diejenigen, die sich die E9 zulegen möchten, schaut euch mein Video zu den Tautronix nochmal an. Die Noise Cancelling Funktion ist bei denen nicht so stark, aber nichtsdestotrotz auch sehr gut und meine Empfehlung geht eher zu den Tautronix. Da muss ich echt sagen, da habt ihr ein bisschen mehr für euer Geld. Euch fehlt der Flugzeugadapter, das solltet ihr wissen, aber nichtsdestotrotz sind es auch super Kopfhörer und von der Bequemlichkeit, von der Haptik, vom Look finde ich die da so einen Ticken besser und das ist so quasi meine Kaufempfehlung. Ihr habt aber mit den E9 trotzdem solide Kopfhörer und wenn das quasi für euch ein bisschen besser vom Look aussieht, auch außen, dass die so ihren eigenen Weg gehen, könnt ihr da auch getrost zuschlagen. Wie gesagt, meine Empfehlung trotzdem die Tautronix und das war heute das Video zu meinem Review der E9. Ich hoffe, das Video konnte dir so ein bisschen weiterhelfen. Ich werde in Zukunft weitere Videos zum Thema Kopfhörer auch hier haben, also bleibt dran. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Wenn dir das Video, wie gesagt, gefallen hat, dann teilen wäre ganz cool und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.